Hey du und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge KLUW. Heute habe ich für dich hier eine Person, wo ich glaube, du wirst nicht mal freiwillig dorthin gehen, wo die Person einmal hingeht, und zwar aufs Fußballfeld. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich wieder, Mau, jetzt haben wir die letzten paar Wochen Fußball, Fan, alles gehabt. Bleib schnell dran. Heute habe ich für dich hier einen Schiedsrichter. Und jetzt geht es wahrscheinlich schon los. OMG. Ich bin gespannt, was der sagt. Wie viel kommt da über? Kann man den zahlen? Kann man den bestechen? Alles, ich habe alles da. Ich frage ihn alles. Keine Angst, ich frage ihn alles. Aber bevor wir zum Schiedsrichter kommen, wo kenne ich ihn? Er ist der Predrag. Mit dem Predrag habe ich zusammen gearbeitet, hier mal in der Kita. Jetzt haben wir uns wieder gesehen, gemeinsam im Studium. Mega Zufall. Und dann habe ich ihn gefragt, hey yo, hast du Lust, über das zu erzählen? Du bist ja Schiri. Und er so, ja, er hockt gerne da hin. Und jetzt ist er da. Und bevor ich euch wieder voll labere, hören wir doch mal hin, was der Predrag zu erzählen hat. Hallo zusammen, Predrag Pavlovic ist mein Name, bin von Vinti, 26. Und nachdem der Maui mich mehrmals angefleht hat, doch bitte bei diesem Podcast mitzumachen, habe ich irgendwann resigniert und gefunden, also gut, warum soll ich meine Superkräfte nicht dafür einsetzen, den Kanal noch erfolgreicher und populärer zu machen. Bleibt dran. Bevor wir mit dem Podcast loslegen, habe ich für dich noch etwas ganz Wichtiges. Die Inki, sie war ja schon mal da. Wenn du nicht weißt, wer, scroll doch mal schnell ganz runter und dann siehst du schon das Video, das sie gemacht hat. Sie hat sich selbstständig gemacht, ist seit neuestem jetzt unser Sponsor und sie macht mit uns zusammen ein Gewinnspiel, wo sie zweimal 300 Franken Gutschein verlost für das Feinline-Tattoo. Was du machen musst, wie, wo, was, Inki erzählt es gerade in einem Video. Hören wir mal geschwind hier. Herzlichen Dank, lieber Maui. Mein Name ist Inki, ihr kennt mich vielleicht bereits vom KLUW Podcast oder auch als Tätowiererin eures Vertrauens. Es freut mich riesig, in Zusammenarbeit mit dem Alcantara Atelier und dem KLUW Podcast direkt 2 Tattoo-Gutscheine im Wert von 300 Franken zu verlosen. Teilnehmen ist ganz einfach. Ihr müsst lediglich einmal den KLUW Podcast auf YouTube abonnieren, auf Instagram folgen, sowie meiner Wenigkeit Inki van Bentum auch einmal auf Instagram folgen, wie dem Alcantara Atelier Tattoo Studio. Wenn ihr gewinnen möchtet, kommentiert auch unbedingt auf einer der Plattformen, warum du diesen Gutschein gewinnen musst, und dann seid ihr automatisch im Lostopf mit dabei. Ich wünsche ganz viel Erfolg und wer weiß, vielleicht sitzt du schon ganz bald hier bei mir auf diesem Tattoo-Stuhl und wir erfüllen gemeinsam deinen Tattoo-Wunsch. Hey du, schön bist du wieder da bei einer weiteren Folge. Predrag ist auch da. Cool, jetzt klappt. Merci vielmals für die Einladung. Ich muss... Sorry fürs Lachen. Ich erwarte immer eine Woche, bis das nächste Video kommt. Wahrscheinlich ist es schon aufgefallen. Wir hatten jetzt erst gerade Michel da. Das ist die zweite Aufnahme. Es ist immer noch der 19. April, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einfach etwa 5 oder 10 Minuten später. Für uns ist es halt schon eine Woche später. Das ist aber immer so ein bisschen für meinen Kopf so, was hast du vorher schon gesagt, was du noch sagen musst. Umgekehrt, ich muss mich da auch noch ein bisschen finden. Aber es ist mega, mega schön. Ein riesen fettes Danke an dich. Wir sind so am Wachsen, gerade ich habe es vorher auch schon gesagt im letzten Video. Danke viel mal. Das alles wäre ohne dich gar nicht möglich. Weil du bist der abonniert, du bist der kommentiert, du bist der liked, du bist der Dislike gibt, du bist der seinen Account meldet, wenn man Scheiß macht. Ohne dich würde das alles nicht gehen. Danke viel mal. Ich rede schon wieder viel zu viel. Kommen wir mal zum Thema. Da steht der Mann mit der Pfeife. Predrag, seit wann, warum hast du Schiedsrichter machen? Ja, um dir diese Frage zu beantworten, müssen wir ein bisschen zurückspringen bis ins Jahr 2015. Damals habe ich Fußball noch in einem grösseren Rahmen verfolgt. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war ein Champions-League-Match zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund in der K.O.-Phase, Achtelfinal. Dort war der Schiedsrichter der Milorad Mažić, auch einer mit serbischem Hintergrund. Ah, ja. Und da ist mir schon am Anfang vor dem Match ein bisschen aufgefallen, aber wie das so ist, der Schiri geht dann im Laufe des Matches unter.
Und während dem Match hat es dann eine strittige Situation gehabt, wo der Schiedsrichter im Fokus gestanden ist. Hat es eine Grossauflösung von ihm auf dem gesamten Bildschirm. Und in dem Moment, wo jeder Zuschauer im Stadion und auch vor dem Bildschirm sich gefragt hat, ja, wie geht es denn weiter, bin ich wie in Trance verfallen und habe mir gedacht, als ich ihm zugeschaut habe, was braucht es echt, um Schiri zu werden? Was sind die Voraussetzungen? Was bringst du mit und inwiefern bringt dich das im Leben weiter? Und so hat dann das Ganze angefangen, dass ich mich dann darüber informiert habe, recherchiert habe, wie das so ist. Und mittlerweile bin ich Schiri seit 9 Jahren. 9 Jahre? Boah, das ist lange Zeit. Du hast, wo du dann in das Ganze reingekommen bist, jetzt lass mich rechnen, 26 minus 9, das gibt 17. Habe ich rechnen? Richtig. Nein, 18, 17. Exakt. Es war 2-3 Monate vor meinem 18. der Fall, Genau, dass ich die Ausbildung gemacht Voll, habe. ja. Also da fängt man in dem Fall, muss man eine Ausbildung machen. Wie sieht die aus? Jeder Schiedsrichter gehört an einem Verein an. Sprich, wenn du Schiri werden willst, kontaktierst du einen Verein und dann sagst, ich möchte gerne Schiri werden, möchte gerne bei euch quasi unter Vertrag stehen. Und bei mir ist es der FC Winterthur. Da habe ich die kontaktiert, gefragt und gesagt, was sie gerne machen möchten. Und dann haben die mich mit offenen Armen empfangen, so wie wohl ziemlich jeder andere Verein auch, weil wir halt einen Schiedsrichtermangel haben. Aktuell, by the way, beim Fußballverband Region Zürich ca. 700. Fehlen? Nein, diese Zahl haben wir. 700 Schiedsrichter für den Kanton Zürich? Region Zürich, inklusive Schaffhausen. Oh mein Gott, also ich meine das im Sinne jetzt von, das ist wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Wenn man bedenkt, wie viele Matches ausgetragen werden, wie viele Vereine es gibt, müsste es eigentlich noch viel mehr haben. Es gibt aber sehr viele relevante, zentrale Punkte, warum das dann viele sagen, ja, ich höre nach den ersten 2 Jahren auf. Die meisten hören innerhalb der ersten 2 Jahre auf, aufgrund der fehlenden Wertschätzung, dem Respekt. Und ja, ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Du hast jetzt da gerade das Themenfeld geöffnet für mich, die hässliche Seite des Spiels. Das Grusige, eben, ich flippe einmal selber aus. Und wenn ich da Highlights schaue oder selber ein Match schaue oder so, was ich mir jetzt da gerade immer vorstelle, das Innengehebe von der Ränge, was macht das mit einem? Wenn jetzt da Kommentare kommen wie «Du hast keine Ahnung, renn mal schneller, das Abseits hast du nicht gesehen». Hörst du das überhaupt noch oder blendest du das aus? Wie machst du das? Das sind jetzt noch banale Sachen. Wenn man bedenkt, was man sonst hört, ist teilweise sehr primitiv. Im Laufe der Jahre mit der Routine habe ich eine sogenannte dicke Haut entwickelt. Gut, die sieht man jetzt zwar nicht mehr imaginär, aber... Das ist nicht der Einzige. Ja. Aber gerade in der Anfangszeit für einen jungen Schiri, wenn ich jetzt daran denke, einer, der vielleicht, man kann ja ab 15 Schiri werden, und so ein Junge, wenn der halt einen Match hat, wo ihm vielleicht auch entgleitet, weil er am Anfang die Erfahrung nicht hat, oder aber auch den Match unter Kontrolle hat und dann irgendwelche Zwischenrufe kommen von Leuten, die das Gefühl haben, sie wissen es besser, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei und irgendwann stellt man sich einfach die Frage, warum mache ich das Hobby? Erfüllt es mich? Macht es mir noch Spass? Und wenn man halt jetzt nicht diese Motivation hat, dann wird man sich irgendwann sagen, schau, ich höre auf. Was ist da jetzt gerade für dich das goldige Werkzeug, das dir hilft, um das Reflektieren, abstellen? Eben, dass so eine Beleidigung mal geflogen ist, dass du das nicht persönlich nimmst, sondern dass du das auf den Platz lässt. Wie machst du das? Wie gehst du mit dem um? Das sind ja zentrale Sachen, die auch in der Ausbildung erwähnt worden sind. Man sollte das nicht persönlich nehmen. Das gibt es so ziemlich bei jedem Match. Und das kannst du nicht abstellen gegen Zuschauer, kannst keinen Verweis stellen. Man kann das zwar in Berichten nachher erwähnen, die Zuschauer sind unter aller Kanone gewesen. Aber grundsätzlich ist halt so, dass du es halt, auch wenn es jetzt tönt, einfacher gesagt als getan, aber man muss es einfach nachher abstellen. Wichtig ist, den Fokus nicht zu verlieren, sich zu konzentrieren, selbstsicher sein in dem, was man macht, zu seinen Entscheidungen zu stehen. Wenn man die Unsicherheit erst einmal anfängt auszustrahlen, dann kann das als Angriffsfläche benutzt werden, um dann noch mehr gegen einen Sachen reinzurufen, ob das jetzt von den Zuschauern ist, von den Spielern oder auch von den Trainern.
Du hast es jetzt vorher auch mal gesagt, Unsicherheit, ein Spiel entgleisen. Wie entgleist da ein Spiel? Haben ihr da hast du da, bist du wie im Spiel so 2-3 Minuten voraus und kannst so ein bisschen abschätzen, wow, jetzt kommt die Phase, wo sich ein bisschen entwickelt man sich das mit der Erfahrung bei oder wird das einem beigebracht, schon bei der Ausbildung? Was sind da deine Werkzeuge, dass du merkst, hey, jetzt muss ich gerade ein bisschen strenger mal pfeifen oder jetzt kann ich es mal ein bisschen laufen lassen? Darfst du es überhaupt laufen lassen? Was sind da deine Werkzeuge? Wichtig ist die Vorbereitung vor einem Match. Dort fängt es schon an, dass man sich informiert. Was für ein Match hat man? Geht es um den Aufstieg? Geht es um den Abstieg? Gibt es spezielle Spieler, die auffällig sind? Dann auch mit Schiedsrichterkollegen austauschen. Dass dann vielleicht einem auch der eine sagt, du vielleicht auf das Nummer 5 achten. Der hat letztes Mal schon irgendwie eine Lampe gemacht. Dort fängt es schon an. Und man sagt grundsätzlich, die ersten 15 Minuten, dort wird jeweils darauf geschaut, von den Spielern und von den Trainern wird genau darauf geachtet, wie verhält sich der Schiri. Und wenn man halt dort schon die Selbstsicherheit ausstrahlt, das kann zum Beispiel sein, wenn man den Match abpfeifen, dass man einen lauten und langen Pfiff macht am Anfang. Das macht einen riesen Unterschied im Vergleich, wenn du jetzt einen ganz kurzen, unsicheren Pfiff rauslässt. Das bewirkt im Fall viel. Und auch wenn du eine Situation hast, wo mal ein Spieler nicht einverstanden sind, dass du klar in der Kommunikation bist, auch mal aus dir rausbrichst und sagst, zuerst mal Doppelpfiff machst und dann sagst, Doppelpfiff, Spieler Nummer 5 zu mir kommen. Und das wirklich laut und bestimmt sagen, warten bis er kommt, und dann der Person sagen, schau, bis da an und nicht weiter. Weil sonst gibt es die erst geil für dich. Wie ist das mit so, ich sage das Diskutieren? Gefühlt, ich sehe es selber, ich shoote selber, jetzt schon länger nicht mehr ganz. Ich weiss, ihr, die mich kennen, die mit mir im Verein sind, ich will schon länger nicht mehr kommen. Ich komme wieder, keine Angst, ich komme wieder. Zurück zum Thema. Das Diskutieren mit dem Schiri. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann, weil ich habe noch nie einen Schiri gesehen, der seine Meinung geändert hat nach dem Pfiff. Seit neuestem gibt es ja da VAR, wenn man dem sagt. Dort ja, aber nur weil es von extern kommt. Aber ein Schiri selber habe ich noch nie erlebt, der seine Meinung geändert hat. Ist das so ein Fluch, dass das die Spieler einfach nicht checken? Findest du, das gehört dazu? Das ist auch unser Job, ein bisschen diskutieren. Können wir da mal ein bisschen Insiderwissen haben von dir? Ich finde es immer wieder amüsant, wenn Spieler das Gefühl haben, sie können die Meinung des Schiedsrichters beeinflussen. Auch wenn jetzt die ganze Mannschaft, die auf dem Feld steht, auf den Schiri zurennt, du wirst es nicht sehen, dass der Schiedsrichter seine Meinung wird ändern. Ich habe zum Beispiel auch schon Fälle gehabt, auch selber schon erlebt, dass man, sagen wir mal, einen Penalty pfeift und dann aber auch zum Beispiel der Goalie von dieser Mannschaft, der Stürmer von dieser Mannschaft, der profitieren würde, zu mir kam und gesagt hat, schau, ich habe mich im Fall fallen lassen oder es ist keine. Dass man auch von sich selber aus sagt, Sportsgeist beweisen und sagt, schau, es ist im Fall wirklich nicht. Das ist aber die absolute Ausnahme. Ah, du meinst wirklich, wenn jetzt jemand zugibt, hey, das war jetzt kein Foul, auch wenn es so aussieht, ja, das Richtig. Ja. Aber das ist halt, wie schon gesagt, die absolute Ausnahme. Im Normalfall ist man froh um jedes Geschenk. Das diskutiert wird, ist mühsam und da wird uns halt immer wieder geraten, nicht auf Diskussionen einlassen. Wir sind der Spielleiter und es liegt auch zeitlich nicht drin, wenn man da anfangen würde, sich auf jeden einlassen. Hey, dann müsste man irgendwie pro Halbzeit nochmal eine dritte Halbzeit nachspielen lassen. Ja. Und deswegen möglichst kurz halten. Wenn einmal wirklich etwas unklar sein sollte, kann man das einmal schnell kommunizieren. Aber das ist dann auch die absolute Ausnahme. Ist es einmal, kann man nach dem Spiel oder ist es dir persönlich wichtig, dass man nach dem Spiel, wenn die Emotionen auch wieder ein bisschen draussen sind, dass man dann sich gegenseitig noch eben die Hand geben kann, wieder vernünftig miteinander reden kann? Du hast es vorher erwähnt, nicht mehr primitiv reden. Ist das wichtig? Ist das einmal dein Ziel nach jedem Spiel? Oder ist das nur sehr schwierig möglich oder machbar? Weil was ich halt brutal sehe, ist eben, ich trenne ganz strikt Amateurfußball und den Profifußball und was ich einfach sehe, ist, der Profifußball hat mehr Ressourcen. Ich finde, wie sie schauen auch ein bisschen mehr auf ihre Schiris.
Weil also im Amateursport, ich habe das Gefühl, ihr seid da einfach wirklich ausgeliefert. Wir rühren euch in das Haifischbecken und ihr müsst es irgendwie handeln. Und ihr spielt gegen 2 Teams plus noch alle Zuschauer, die schauen. Und ihr seid allein auf dem Feld. Das grosse Problem ist, die Leute schauen sich in den oberen Ligen ab, was die da oben machen. Ob das jetzt ein Neymar ist, der ständig simuliert, oder aber auch Trainer, die sich gegenüber Spielleitern nicht wirklich professionell verhalten tun. Manchmal hat es auch schon x-mal gegeben. Und die schauen sich das dann ab und haben das Gefühl, das ist gang und gäbe. Dabei ist es das nicht. Und schon dort macht es eben Sinn, wenn man von oben halt her schon klar und konsequent ist. Und es gibt auch immer wieder Strafen und dann sagt man auch, eben, dass gewisse Äußerungen einfach nicht gehen. Und Stichwort nach dem Match Verhalten, ich bin absolut dafür. Ich sage auch immer, wenn offene Fragen sind nach dem Match, gehen schnell duschen und nach etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde können wir gerne darüber reden, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und ich muss sagen, das sind auch Karten, die ich wirklich gerne gebe. Wenn jemand das Gefühl hat, er muss irgendwie mich anmotzen, und zwar nicht jetzt irgendwie Schiri, ich bin nicht einverstanden, sondern wirklich Äußerungen, die unter die Gürtellinie gehen, dann zücke ich da gerne mal eine Karte. Das sind Karten, die ich wirklich gerne gebe. Und finde, das ist auch wichtig, auch gerade bei den Junioren, dass die von klein auf schon merken, dass so Sachen sich einfach nicht gehören. Aber das sieht man auch heutzutage, dass die Autoritätspersonen immer mehr Mühe haben heutzutage, ob das jetzt Schiedsrichter sind, Lehrpersonen oder Polizisten. Wenn ich jetzt da gerade rausgehöre, du als Schiedsrichter leistest einen grossen Wert darauf, wie man redet und dass einfach der Respekt da ist, die Augenhöhe. Mit dir kann man in dem Fall gerne reden oder man kann gerne auch jetzt gerade im Spiel sagen, hey, ich sehe das jetzt nicht wie du, aber eben der Ton macht die Musik. Ja. Höre ich das richtig raus? Oder? Also ich sage dann nach dem Spiel, kommst du zu mir, dann kann ich dir das gerne erklären. Und dann bin ich auch bereit, wenn man es mir in einer normalen Art und Weise sagt, dann bin ich auch gerne dazu bereit. Aber wenn einer mich irgendwie 50 Mal beim Spiel anmotzt, dann haltet sich meine Begeisterung auch in Grenzen, nachher meine Zeit dafür zu opfern. Wie ist das gerade? Weil bei dir sind im Spiel auch die Emotionen drin. Dann hast du zum Beispiel mal ein Spiel, wo Team A, das haltet sich an die Regeln, spielt super mit, aber es klappt jetzt einfach nicht auf dem Feld. Und Team B, die sind besser, stärker, aber frech bis zum geht nicht mehr zu dir. Sind denn da einmal in dir drin auch so ein bisschen das Dilemma, so, jetzt pfeife ich dann mal ein Abseits oder jetzt gebe ich dem mal einen Elfmeter oder so? Sind so Gedanken wie kannst du das abstellen? Hat es dich schon mal verleidet, um so etwas zu machen? Ja. Der Vorwurf, man wäre parteiisch und beeinflussbar, der kommt so oft. Und ich sage dann immer wieder, Leute, ob jetzt der FC Efretiken oder Oberwinterthur oder Wallisellen gehen, wir Schiedsrichter haben nichts davon. Natürlich, unterbewusst sympathisiert man natürlich schon ein bisschen mehr mit einer Mannschaft. Aber jeder, der Schiedsrichter geworden ist, die meisten zumindest, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, haben ja eigentlich einen grossen Gerechtigkeitssinn. Und das Ziel ist ja, dass man einen fairen, gerechten Match über die Bühne bringt. Und dann darf man sich halt von diesen Parameter an Individuen nicht beeinflussen lassen, dass man sagt, ja, die Mannschaft ist jetzt lieb zu mir, dann schenke ich jetzt etwas. Das geht natürlich nicht, weil dann verliert man Autorität, Akzeptanz und ich hätte ein mega schlechtes Gewissen, wenn ich so das Feld verlassen würde. Und ich hatte schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass genau diese Mannschaft jeweils von mir Sachen zugesprochen bekommen hat, die eigentlich weniger fair waren, aber für mich war es ein klarer Fall gewesen. Egal, um wen es geht. Es wird immer die Situation an sich bewertet. Und das ist das Zentrale. In diesem Fall ist wirklich so das Thema Korruption. Dann gibt man so ein 100er-Nötchen vor dem Match und so Zeug. Das gibt es wirklich nicht? Oder hast du es einfach noch nie gesehen? Oder gibt es das auch im Amateurfußball? Oder ist da wirklich so der Gerechtigkeitssinn vom Schiedsrichter, der ist und fest verankert? Bei mir nicht. Kann ich mit gutem Gewissen sagen. Es gibt ja Dokumentationen über Schiedsrichter, die da tatsächlich hatten, die Fälle, dass die Schmiergeld angenommen haben.
Die einen sind auch gesperrt worden, es gibt ganz berühmte Fälle. Ich glaube, im Amateurbereich ist das weniger. Ich habe jetzt aber auch keine Statistiken und Auswertungen, dass ich dir jetzt sagen kann, dass es wissenschaftlich beleidigt ist. Aber ich hätte jetzt gesagt, in diesen Ligen eher weniger. Hast du auch schon mal ein Spiel gehabt, wo es wirklich nicht schön rausgekommen ist? Also wo es sich angespitzt hat, die Lage aufgekocht hat und dann ist es wirklich dazu gekommen, dass du mal etwas abbekommst? Einen Schlag oder die sind auf dich los. Auch schon mal gegeben oder nicht? Körperliche Angriffe hatte ich noch nie gehabt. Verbale habe ich klar auch schon erlebt. Ich kann mich noch gut erinnern, ganz am Anfang, nach der Ausbildung, hatte ich einen Match und da merke ich immer wieder, erinnere ich mich daran, wie schnell einem ein Match entgleiten kann. Und zwar war es so, da hat es einen Zweikampf gegeben und die Mannschaft, die angegriffen hat, hat den Ball verloren. Jetzt, dort war es nicht ganz klar, Foul oder nicht. Und ich bin in diesem Moment wie in einer Schockstarre verfallen. Ich war überlegen, Foul, nicht Foul. Gleichzeitig hat es einen langen Ball auf die andere Seite läuft ja dann weiter. Genau, das Spiel läuft weiter. Genau, manchmal brauchst du diese Sekunden zum Überlegen. Und die Leute denken dann oft, ja, du pfeifst jetzt nur, weil jemand reingeredet hat. Nein, in diesem Moment blendest du alles aus. Du bist in diesem Film überlegst, ist es ein Foul, gibt es eine gelbe Karte, musst du eine rote Karte geben und so weiter und so fort. Und nach dem Zweikampf eben der lange Ball auf die andere Seite und dann haben die einen reklamiert Offside und ich bin aber eigentlich mental gar nicht parat gewesen, um das zu beurteilen. Bin auch dann viel zu weit weggestanden und dann der Spieler, der dann angegriffen hat, ist im Strafraum zu Fall gekommen. So, und dort hat man dann auch reklamiert, sagen Foul. Und dort hatte ich gerade 3 Situationen aufs Mal gehabt. Und das war für mich eine totale Überforderung. Dort habe ich wirklich gemerkt, wie schnell einem ein Match entgleiten kann. Wie gesagt, kurz nach der Ausbildung. Das ist halt eben so, wenn man halt noch nicht die Erfahrung hat. Und dann manchmal merkt man erst, wenn man erst auf dem Platz steht, wie schwierig das ist. Ich meine, du kannst dir noch so viel Theorie aneignen. Erst wenn du dann auf dem Platz stehst, merkst du erst, wie viel Verantwortung das du hast. Und wie wichtig das ist, dass du wirklich auch überzeugt bist. Pfeife ich jetzt das ab, lasse ich weiterlaufen und. Schreib doch an dieser Stelle gerade mal du in die Kommentare, ob du so einen kennst, wo immer da ins Spielfeld schreit. Mir kommt da ein ganz bekannter Name gerade in den Sinn. Ich bin gespannt, ob ich ihn unten finde in den Kommentaren und ich tue ihn gerne kommentieren, wenn der Kommentar dann schon dort steht. Bin ich auch gespannt. Wie ist das mit dem Zahlen? Kommen die auch Geld über? Macht ihr das ehrenamtlich? Müsst ihr Geld zahlen, dass ihr shooten dürft, wie ich? Ich muss einen Vereinsbeitrag zahlen, dass ich überhaupt shooten darf. Wie ist das bei euch, der Schiri-Welt? Vereinsbeiträge haben wir auch. Jeder Schiedsrichter gehört zu einer Schiedsrichtergruppe an. Die Beiträge zahlt aber der Verein. Jede Gruppe hat auch einen Vorstand. Ich gehöre auch zum Vorstand der Schiedsrichtergruppe Winterthur dazu. Ich bin dort noch Sportchef. Cool. Und auch noch Sportchef vom Zentralvorstand der Region Zürich. Ich schweife aber an dieser Stelle ab. Nochmal zurück zu deiner Frage wegen der Spesen. Je nach Liga. In meinem Fall ist es 150 Franken pro Match. Kommst du über und da musst du irgendetwas abgeben oder kannst du dir das voll und ganz einstecken? Nein, das gehört alles dir. Das ist brutto und netto. Und jetzt ist mir die Frage gerade empfallen. Ah nein, genau. Seit 9 Jahren bist du da im Amateur. Das klingt so ab. Ich will nicht, dass das abwertend überkommt. Aber seit 9 Jahren pfeifst du eben als Schiri. Ist das wie in der Fußballbranche? Hey, man muss, wenn man jung ist, mit 15, 18 muss man da entdeckt werden, dass man da zünden kann und von grossen Vereinen geholt wird? Oder ist es bei der Schiri-Branche eher so wie ein guter Wein? Je älter er wird, desto besser wird man und dann holt man mal in eine andere Liga oder höher, wo er pfeift. Wie ist das so bei euch in der Schiri-Welt? Es empfiehlt sich schon natürlich früh anzufangen. Es gibt solche, die fangen auch schon mit 14 an. Und die haben natürlich optimale Chancen, wenn die halt von Anfang an schon Leistung bringen.
dass die dann gefördert werden, dass die dann auch in die Talentgruppen kommen und dass man dann auch schaut, dass die möglichst früh nicht nur in der Region, sondern auch schweizweit Erfahrungen können sammeln. Und ja, also es gehört auch natürlich eine Portion Glück mit dazu. Ich sage jetzt einmal, du kannst auch 10 gute Matches haben und dann hast du den 11. Match und der läuft jetzt halt nicht so gut, weil du vielleicht einen regeltechnischen Fehler hast. Und dann ist genau dann ein Inspizient dort und sagt dann, «Schau, das und das ist nicht so gut gewesen, lange nicht für den Vorschlag für die nächste Liga.» Und das ist dann ein bisschen ärgerlich, weil du weißt vielleicht auch so ein bisschen vom Gefühl auch, die letzten 10 Matches, wenn da jemand gekommen wäre, hätte ich sehr wahrscheinlich den Vorschlag bekommen für die nächste Liga. Und dann genau beim 11., wo es dann auch mal nicht so gut läuft. Und das ist ja auch normal, dass nicht jeder Match gut laufen kann. Wir alle machen Fehler. Und das ganz grosse Problem, das ich sehe, ist halt, die Erwartung ist immer, du hast mich fehlerfrei zu pfeifen. Und dann muss man halt auch berücksichtigen, ein Schiedsrichter, der in der 5. Liga pfeift, der wird nie so gut sein. Also je nachdem halt auch, wie alt er ist. Aber du kannst nicht die gleichen Maßstäbe setzen, dass er die gleiche Spielleitung hat wie jemand, der in der Superliga ist. Sehr schön gesagt, Peter. Was sind... Die Zeit war wieder am Rennen. Machen wir noch Nachspielzeit? Was ich... muss mit dem Assistent auf der Seitenlinie schnell gerade... Nein, zurück zum Thema. Hey. Was ist... Hast du noch ein Ziel? Oder ist für dich ganz klar ein Ziel, du willst mal wirklich so Super League mal pfeifen oder etwas oder so? Oder bist du voll zufrieden und ganz so einfach da pfeifen und so? Hast du da irgendwie ein Ziel in Zukunft oder gar nicht? Oder? Es ist noch lustig, damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich mir so ein bisschen Handgelenk mal Pi gesagt, 30 Jahre würde ich gerne machen. Ob das heute immer noch vorstellbar ist, ja, mit der Zeit, im Alter kommen dann andere Sachen, die auch Prioritäten haben, wie zum Beispiel Familiengründe oder berufliche Ziele. Ich schließe es aber nicht aus. Von den Qualifikationen her, ganz oben lange es nicht mehr. Bin aber auch noch Assistent, also Schiedsrichter und Assistent in der 2. Liga. Und das Ziel wäre der nächste Schritt in die Inter. Das wäre dann schweizweit. Cool. Und ich habe da ganz viele Schiedsrichterkollegen, die auch da von tollen Erlebnissen berichtet haben. Je weiter rauf das man kommt, desto mehr Sachen gibt es auch, die einem noch mehr motivieren, zum dabei sein und noch mehr Leistung geben wie voran. Hey, dann wünschen wir das ganze KLUW-Team dir nur das Beste, dass du das schaffst und erreichst. Ganz wichtig, träum gross, weil dann kommt das auch. Perfektes Beispiel, unser Kanal. Du, der schon seit Anfang an dabei bist, hast gesehen, 8042 Abonnenten. Check's bis heute noch nicht, wenn ich einmal drauf schaue. Und alles fängt klein an. Also bleib dran, glaub dran. Und dann kommt das wirklich gut. Da kann ich mir nur schon wirklich, das kommt sicher gut. Danke dir. Ich würde dir mega gerne noch so als letzte Frage, also keine Frage, ein Bit, wo ich möchte, dass du was würdest du dir ein bisschen mehr wünschen von der Fußball-Community oder was wäre etwas, wo du ihnen würdest gerne mitgeben auf den Weg? Die meisten machen es ja gut. Die meisten hat man wirklich das Gefühl, dass es gut läuft, aber vielleicht, wie ich schon vorher angesprochen habe, Wertschätzung und Akzeptanz, weil wir halt auch zum Sport dazugehören, wie alle anderen auch. Und das ist wichtig. Schön. Hey, ich bin gespannt. Bist du bis zum Schluss da gewesen? Und schreib in die Kommentare. Ich kenne genau so einen, der ihr hebt. Wenn der Schiri ein Seich pfeift. Ich bin mega gespannt auf eure Kommentare. Und je nachdem, wie krass das eskaliert in den Kommentaren, hockt ja dann der Predrag vielleicht nochmal dahin und hat dann Redebedarf. Ich hoffe, ihr schließt ihn nicht in den Kommentaren. Und dann würde ich wirklich sagen, danke vielmals, bist du da gewesen, Predrag. Merci vielmals. Und dich sehe ich nächste Woche wieder. Hau rein und Peace!